In der Godot Engine 4.4 kommt mit der Beta 1 der Wiederherstellungsmodus. Ein Feature, was es dir erlaubt, Projekte, die beim Initialisieren gecrashed sind und sich nicht mehr öffnen lassen, zu analysieren. Wo liegt der Fehler? Was sorgt dafür, dass dein Projekt nicht mehr startet? Sind es Erweiterungen? Sind es Plugins? Dein eigener Code? Der Editor? Oder irgendeine korrumpierte Datei? Und genau diesen schauen wir uns in der heutigen Folge von ein Godot 4.4 Feature in wenigen Minuten erklärt mal genauer an. Ich bin der Truly Most Wanted und du kannst gerne liken, wenn es dir gefallen sollte, abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest und Fragen, Feedback und auch Meinungen dazu gerne in die Kommentare schreiben. Und jetzt geht's auch schon los. Vor 4 Jahren, im April 2021, gab es bereits den Wunsch nach einem sogenannten Safe Mode. Der sollte dafür sorgen, dass, wenn man ihn nutzt, alle Plugins deaktiviert werden und das Projekt und der Editor sich ohne diese öffnen. Dadurch eben nur noch die eigen erstellten Inhalte debuggen müssen und herausfinden, was mit diesen falsch ist. Und jetzt mit der Godot Engine 4.4, wo wir uns ja gerade hier im Februar 2025 bewegen, kommt der Recovery Mode, der eben genau diese Idee schließt und in die Engine einfügt. Was genau passiert, wenn du den Wiederherstellungsmodus startest? In der Engine werden 4 bzw. eigentlich 5 Bereiche komplett deaktiviert, um Fehler auszuschließen. Jegliche Tool-Skripte von dir, die im Editor laufen sollen, egal ob GD-Script und C#, werden deaktiviert. Editor-Erweiterungen, eben Plugins oder auch GD-Extensions werden vollumfänglich deaktiviert. Das Wiederherstellen von kaputten Szenen entfällt ebenfalls. Aber noch viel wichtiger, was hier an der originalen Version nur im Nebensatz steht und in der Doku stehen wird, das Projekt zu starten, also eben mit F5 oder auf den Play-Button zu drücken, wird deaktiviert. Denn es geht darum herauszufinden, was crasht dein Projekt, um in den Editor zu gelangen. Und genau dort setzt dieser Modus an. Wie können wir diesen Modus starten? Normalerweise sollte dein Projekt automatisch in den Modus öffnen nach einem Crash. Wenn das nicht der Fall ist und das Ganze manuell öffnen willst, dann kannst du es im Projektmanager machen. Und ich werde dir jetzt mal gleich zeigen, wie genau das funktioniert. Nehmen wir mal hier unser Godot Engine 4.4 Testprojekt. Normalerweise würdest du ein Projekt starten, indem du hier drauf doppelklickst oder den Button Edit nutzt. Für den Wiederherstellungsmodus musst du das Dropdown rechts davon nehmen und hier sagen, bearbeite das Ganze bitte im Wiederherstellungsmodus. Ein Klick darauf informiert dich nochmal, welche 4 Bereiche der Engine jetzt deaktiviert sind und dass dieser Modus grundlegend für sehr einfache Bearbeitung des Projektes und eben Fehlersuche da sind, damit dein Projekt wieder ohne Fehler startet und du es wieder korrekt bearbeiten kannst. Wenn du genau das möchtest, klickst du auf den Button Bearbeite im Wiederherstellungsmodus. Das Projekt startet wie gewohnt, aber du wirst gleich sehen, an mehreren Stellen kriegst du Infos. Hier in der Mitte den Dialog, hier unten rechts in der Ecke ist eben nochmal die Info, dass der Modus aktiviert ist und oben rechts hier in Gelb zu sehen ebenfalls. Wichtig ist, das hier ist jetzt nicht irgendein Text, der gibt dir schon eine sehr gute Info. Und zwar diesen Satz hier unten. Wenn dein Projekt nicht außerhalb dieses Moduses gestartet werden kann, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass eine der genannten Komponenten, eben Toolskripte, Editor-Plugins, GD-Extensions oder eben automatische Szenenwiederherstellung dafür sorgt, dass dein Projekt crasht und nicht gestartet werden kann. Dieser Modus ist, wie gesagt, nur für grundlegendes Bearbeiten und Fehlersuchen gedacht und es ist deswegen nicht möglich, ein Projekt hier heraus zu starten, zu debuggen und in der Runtime zu untersuchen. Wenn du diesen Modus wieder deaktivieren möchtest, dann lad dieses Projekt einfach neu, indem du den Reload-Button klickst, und zwar neben dem Recovery Mode Banner. Und das ist hier oben dieser Pfeil. Wenn wir hier auf diesen Pfeil zurückgehen, dann wird der Recovery-Modus für dein Projekt deaktiviert und er startet das Ganze wieder im normalen Modus, wie du es in der Godot Engine kennst. Aber solange wir in diesem Modus hier sind, können wir jetzt alles untersuchen, was wir selbst gebaut haben. Ob es hier unten unsere gebauten Szenen sind, die zugewiesenen Skripte vielleicht, die Nodes, die Einstellungen davon, unsere Ressourcen, unsere eigenen erstellten Assets oder importierten Assets. Woran liegt das Problem, dass nichts mehr funktioniert?
Und da können wir uns dann austoben und bestenfalls eben auch hier unten, wenn wir C# nutzen, im MS-Build-Bereich hingehen und hier einmal das Projekt neu bauen. Und zwar selbst bauen, rebuilden oder Clean Project. Wir machen mal hier Build Project, was ja bekanntermaßen Alt und B bedeutet. Und dann kriegen wir auch hier nochmal die Infos gleich, wenn es gemacht wurde, dass das Ganze eben problemlos funktioniert. Ihr seht hier, konnte gebaut werden, wunderbar. Und was auch noch dazu kommt ist, am oberen Rand findest du normalerweise 5 Tabs. Unter anderem die Asset Library und den neuen Game Tab für die Godot Engine 4.4. Diese beiden sind jetzt verschwunden, weil dein Projekt ist nicht mehr ausführbar. Und du sollst auch nicht auf die Idee kommen, dir weitere Assets und eben Plugins, Add-ons herunterladen zu können. Das heißt eben, das Bearbeiten deiner Szenen in 2D, in 3D oder eben deiner GD-Skripte in der Engine oder eben deiner C#-Skripte in deiner IDE nach Wahl wie Visual Studio, Rider oder anderen ist deine einzige Möglichkeit, dein Projekt zu bearbeiten und Fehler herauszufinden. Was man nicht vergessen darf, wenn dein Projekt Editor-Skripte enthalten sollte, wie in unserem Beispiel aus einem vorherigen Video hier die Erweiterungen im Inspektor, dann haben wir ja hier unsere Tool-Skripte. Die sind hier in Gelb markiert, in der gleichen Farbe wie hier oben der Recovery Mode selbst und die sagen dir auch hier, ich kann nicht ausgeführt werden, ich bin gerade im Wiederherstellungsmodus. Wenn wir hier draufklicken, kommt auch hier unten kein Fehler, aber jetzt Achtung, die Buttons sind zwar vorhanden, aber genau wie in der laufenden Anwendung gilt, hinter den Buttons ist eigentlich keine Funktion hinterlegt und somit sind diese auch nicht ausführbar. Ihr seht, wenn wir die ausführen, kriegen wir hier unten in der Konsole Fehler. Das ist hier vollkommen bewusst. Die Buttons funktionieren nicht, weil sie Teil eines Tool-Skriptes sind. Deswegen das hier könnt ihr ignorieren, da kommt kein Fehler her. Wenn du zur Sicherheit und zur Fehlerbehebung mal Plugins deaktivieren möchtest, dann gehst du hier oben auf Project, Project Settings, du gehst in den Reiter Plugins hier oben, du kriegst auch nochmal hier die Info, dass du aktuell im Wiederherstellungsmodus bist und auch deswegen jegliche aktivierten Plugins nicht laufen werden. Dann würdest du hier aus der Liste in der Spalte Enabled diejenigen mal deaktivieren, die du glaubst, ein Fehler könnte dort verursacht werden. Gehst auf Schließen und wenn du dann mit allem zufrieden bist, mit deinen Ressourcen, deinen Szenen, deinen Skripten, dann kannst du hier oben rechts, wo Recovery Mode ist, auf den Pfeil zurückgehen und der sorgt dafür, dass dein Projekt geschlossen wird und im normalen Modus wieder startet. Das heißt, das hier geht zu, hier kommen wir rein und jetzt finden wir hier unser normales Projekt in der normalen Engine-Umgebung mit allen 5 Tabs und allen Funktionen, die wir kennen. Wenn du es jetzt in deinem Projekt wieder geschafft hast und du hast hier drin keine Fehler und auch nicht im laufenden Projekt, dann weißt du, dass es irgendetwas mit einem Plugin oder einer deiner eigen erstellten Dateien zu tun gehabt haben muss. Aber es kann auch jetzt natürlich weiterhin crashen und ein Editor-Skript oder andere Dinge könnten dafür sorgen, dass dein Projekt derzeit kaputt ist. Also wäre es deine Aufgabe dann, die passende Node zu finden mit diesem Skript und die einfach hier raus aus der Szene zu löschen und nochmal alles zu speichern im Recovery Mode. Und damit bist du jetzt im Bilde, was du in der Godot Engine 4.4 machen kannst. Das Feature ist sehr umfangreich. Und ich bin mir sicher, es gibt noch eine Menge Potenzial dafür. Egal, ob du es per Konsole nutzen möchtest oder eben mit der GUI, du hast verschiedene Wege in diesen Modus zu gelangen und dein Problem zu beheben. Wichtig ist, wenn du das wirklich mal mit Fehlern probieren möchtest, hier unten gibt es Testprojekte und zwar für GD-Skripte, für C#-Skripte, für Editor-Plugins und auch für GD-Extensions. Die crashen bewusst deinen Editor und dort kannst du mal den Wiederherstellungsmodus testen. Ansonsten auch für die Zukunft ist geplant, dass noch weitere Dinge hinzukommen, wie zum Beispiel eben Szenen öffnen und bearbeiten, wenn Referenzen fehlen und die könnten ja auch wiederum von temporär deaktivierten Plugins kommen oder auch dass weitere Problematiken wie eben der Import von bestimmten Dateien dein Projekt zum Crashen bringt, dass man da auch hineinschauen kann.
Viele Dinge für die Zukunft. Du kannst wie immer hier auch natürlich gerne Meinungen, Ideen und Input geben. Ich verlinke dir sowohl dieses GitHub-Issue in den Kommentaren, als auch mal hier die Dokumentation mit den grundlegenden paar Infos. Hier der Eintrag aus dem interaktiven Changelog und natürlich hier die 4.4 Beta 1 ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Während das Video hier gerade rauskommt, ist auch schon die Godot Engine 4.4 Beta 2 gedroppt. Das heißt, wir nähern uns immer weiter den Release Candidates und die 4.4 wird früher oder später in jedem Falle released. Das war die heutige Folge. Wie findest du dieses Feature? Schreib's gerne mal in die Kommentare. Ich muss sagen, ich bin sehr gut überrascht, dass es nur nebenbei erwähnt wurde, obwohl es dann doch fürs Problemlösen so einen großen Impact haben könnte. Wie stehst du dazu? Nutzt du überhaupt Plugins oder Sachen aus der Asset Library? Ich bin sehr gespannt. Lass gerne einen Like da, abonniere, wenn du mehr sehen möchtest und schreib mir auch gerne Fragen, Feedback und Meinungen zum Video in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.